und herzlich willkommen zum ersten meiner 2 Videos von meiner Transalp von Garmisch zum Gardasee. Im ersten Video nehme ich euch mit auf meine ersten 2 Etappen von Garmisch über Biberwier bis nach Nauders. Mir fehlt aber noch eine wichtige Sache. Ein Fahrrad. Da ist es, das Rad, mit dem ich die Transalp gefahren bin. Um später auch das zweite Video nicht zu verpassen von der Transalp, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, Daumen hoch, ihr wisst, wie es geht. Vorweg, alle Infos zur Route, alle Beschreibungen etc. findet ihr in der Videobeschreibung. Und falls ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Die Transalp hatte ich schon echt lange im Kopf. Ich habe zahllose Strecken mir durchgeplant. Ich habe zahllose YouTube-Videos geguckt, ihr kennt das alle, bis ich die Transalp tatsächlich auch fahren konnte. Und das war im September 2020 jetzt soweit. Und ich habe die Tour bei Komoot geplant und es gab auch noch ein wunderbares Buch, das nennt sich Garmisch Gardasee Alpencross mit dem Mountainbike. Wobei man sagen muss, viele der Sachen oder eigentlich die meisten der Sachen kann man auch mit dem Gravelrad fahren. Buch ist von Uli Preunkert, falls ich das richtig ausgesprochen habe, kann ich wirklich nur empfehlen, auch in der Videobeschreibung unten zu finden. Wirklich viele tolle Infos zu der Route und auch ein paar nette Abzweigungen, wovon ich die eine oder andere auch leider nicht machen konnte, weil ich einfach nicht genug Zeit hatte. Ganz am Anfang ging es aber los in Dortmund, spät abends mit dem Zug. Übrigens, das Video jetzt hier habe ich erst nach der Tour aufgenommen, also ich bin schon wieder ein paar Tage zu Hause und mir war dann irgendwann beim Sichten des Materials aufgefallen, dass ich kein wirkliches Intro aufgenommen hatte, um mal zu erklären, was ich überhaupt vorhabe. Deshalb folgt das jetzt hier. Viel Spaß damit. Hi. Angekommen am Hauptbahnhof in Dortmund, erste Station der Reise erfolgreich gemeistert, eine Taxifahrt mit der Fahrradtasche. Mal gucken, wie das wird. Ich habe mich kurzfristig dagegen entschieden, morgen früh Richtung Garmisch aufzubrechen, sondern habe jetzt einen Nachtzug erwischt und der fährt um 22:36 Uhr los und ich soll dann morgen früh mit 2-mal umsteigen in Garmisch-Partenkirchen ankommen. Drückt mir die Daumen. Und ich hoffe, dass ich zumindest mal ein bisschen Schlaf im Zug bekomme. Gerade hier das Fahrrad zusammengebaut. Jetzt kleiner Lifehack, den ich mir überlegt habe, weil ich habe keine Zugverbindung mehr mit Fahrradticket bekommen und dann habe ich also meine Fahrradtasche genommen, wie ihr unten seht, und werde die jetzt per Post wieder zurückschicken. Gucken, ob das funktioniert. Ich packe erstmal zusammen. So, angekommen bin ich. Fahrrad ist gepackt. Wie man sieht, erster Weg führte natürlich zu Lidl. Übrigens wahrscheinlich der einzige Lidl
ein Blick auf Deutschlands höchsten Berg. Nicht schlecht. So. Schön auf der Hauptstraße, raus aus Garmisch. Auch nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann, aber dafür schon jetzt mit einem schönen Blick auf das Zugspitzenmassiv, was jetzt den ganzen Tag an Tag 1 mich begleiten wird. Jetzt schon ein bisschen das Gefühl, dass das ein ziemlich langes Video wird. Schon mal jetzt die Vorankündigung. Das werden 2 Teile. So geil wie das hier ist. Ich werde wahnsinnig. Ich werde närrisch, wie man hier so schön sagt. Die Steigung vom Alpsee drüber nach Ehrwald, also erstmal hoch zur Hütte, um dann wieder runter zu fahren. Boah, die will und will nicht enden. Gefühlt jetzt schon seit 1,5 Stunden. Geht das hier einen kleinen Serpentin hoch. Kurze Schiebepassage. Und jetzt geht's aber auch wieder. Aber alter Schwede, das ist immer was, um reinzukommen daheim. Junge, Junge. Aber geil, immer wieder Ausblicke ins Zugspitzmassiv. Tolle Fernblicke runter zum Alpsee. Abgefahren schön. Echt abgefahren. Und dann noch Roads like these. Ich werde wahnsinnig. Von jetzt an nur noch bergab.
aus Ehrwald raus in den Lärchenwald hinein. Und das habe ich schon in ein paar anderen Videos gesehen und habe mich super drauf gefreut. Sieht halt einfach abgefahren cool aus. Ganz schön im Sack. Aber jetzt der Lärchenwald. Letzten Kilometer haben es echt noch mal in sich. Wirklich. Ging es noch mal ordentlich hoch. Servus. Ich bin wieder unterwegs. Tag 2 startet halbwegs pünktlich 20 nach 8. Halb 9 vielleicht auch. Heute auf dem Menü etwas über 100 Kilometer von Bier hier bis nach Nordhessen. Und es geht erstmal einmal über den Fernpass. Dann relativ lange für die Alpen geradeaus, um dann nochmal die Norbertshöhe zu erklimmen, allerdings auf Gravel und nicht über die normale Straße. Genau, das für heute. Wie gesagt, 106 Kilometer, 1700 irgendwas Höhenmeter. Ein langer Tag im Sattel, aber bei ungefähr 60 Kilometern soll es einen Badesee geben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, geht los.
Mittagspause am Badesee in Ried. Kann ich echt nur empfehlen. Ganz toller kleiner See angelegt, künstlich. Scheint im Sommer Eintritt zu kosten. Allerdings auch nur 3 €. Also finde ich, geht klar. Und jetzt in der Nebensaison, falls das der Grund ist, warum man nichts zahlen muss, kann man umsonst rein. Ja, also richtig gute Sache. Für so eine Mittagspause liegt direkt am Radweg. Ja, und ist ein Abstecher wert. Letzter Anstieg hoch nach Nauders zu Norbertshöhe auf irgendwelchen komischen Wanderwegen. Das ist die Wand. Keine Ahnung, da sollen wohl angeblich Wege hochgehen. Wir werden es sehen. Ich glaube, das war es jetzt so ziemlich an Höhenmetern. Bin jetzt auf 1587 Metern Höhe, insgesamt 1700 Meter geklettert. Und hier endet das erste Video meiner Transalp, meines Alpencrosses nach 2 Etappen in Nauders. Im nächsten Video geht es auf den zweiten Teil der Tour bis zum Gardasee mit einem kleinen Abstecher auf über 2000 Meter. Das hatte ich nämlich bis dahin noch nicht gemacht. Und dann ganz zum Schluss kommt auch noch mal ein Packliste Equipment-Video, das ich gleich auch noch drehen werde, um euch zu zeigen, was ich eigentlich alles dabei hatte, was ich besser hätte mitnehmen sollen und warum Adiletten als Schuhe völlig ausreichend sind, wenn es einen nicht interessiert, wie die Leute einen abends im Restaurant oder im Hotel anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr das zweite Video auch nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Mitfahren bis hierhin. Wir sehen uns im zweiten Teil.